Das niegelnagelneue Canyon Grail ist endlich da und wir schauen uns in diesem Test mal an, ob das Bestseller-Bike von Canyon einen würdevollen Nachfolger bekommen hat. Und wir testen nicht nur das Rad selbst, sondern wir haben allerlei Accessoires an dem Rad, die dieses Bike zu einem ganz außergewöhnlichen Gravel-Bike werden lassen. Viel Spaß mit dem Video! Als Canyon 2018 mit dem Grail einen riesen Hit landete, war kaum jemandem bewusst, was Gravel eigentlich für ein Riesenthema ist. Und das Grail war eines der Top 5 Bestseller Gravel Bikes bei uns hierzulande und auch international ist es eines der absolut größten Gravel-Bike-Hits schlechthin geworden. Wie es Canyon jetzt schaffen will, diese Variante vom Grail ebenfalls zu einer Ikone werden zu lassen, schauen wir uns mal ganz genau an. Für euch durfte ich also die letzten Wochen mit dem niegelnagelneuen Grail rumfahren und mal herausfinden, für wen dieses Rad geeignet sein mag und auch wie diese Accessoires, die ihr hier an dem Rad schon befestigt seht, so performen. Ich freue mich schon länger auf diesen Test und ja, wenn ihr Bock habt, dann geht's jetzt los. Vor 5 Jahren war das Gravel-Game noch lange nicht so ausdifferenziert wie heute und heute ist klar, es gibt verschiedene Gravel-Bikes für verschiedene Einsatzzwecke. Es gibt die Gravel-Bikes zum Schnellfahren und es gibt die Gravel-Bikes für Adventure-Bikepacking-Geschichten oder auch für Einsteiger, die eher aufrecht fahren wollen. Und hier haben wir eher das Erstere, also Gravel-Bike für Rennen, für richtig schnelle Fahrten, wo man nicht allzu viel Gepäck mitnehmen möchte. Man kann es aber. Und ihr seht es bei dem Aufbau vor mir, dieses Bike ist mit etwas Ungewöhnlichem ausgestattet, nämlich mit Schutzblechen. Und diese Schutzbleche werden ebenfalls von Canyon für dieses Rad angeboten. Die sind super schnell montiert und super schnell wieder demontiert. Und das Besondere, sie klappern nicht, wenn man mal über Gravel fährt. Bauen sie jetzt trotzdem weg, denn heute ist nicht matschig und wir wollen auch noch mal ein paar Bilder schießen ohne Schutzbleche. Und wenn man das jetzt wegschraubt, bleiben tatsächlich nur diese Gegenstücke am Rad sichtbar. Die könnten wir jetzt auch noch schnell wegschrauben. Wir lassen sie jetzt aber dran, denn vielleicht regnet es ja später und wir brauchen die Dinger wieder. So, wenn die durch sind, würde ich mal ganz kurz was zum Grail sagen. Die Kenner haben es sicherlich schon erkannt, die Rohrformen vom Grail sind dem Ultimate, also dem Rennrad von Canyon entnommen. Und auch sonst ist das Design komplett überarbeitet worden. Was wir hier vorne sehen, der Lenkwinkel ist 1 Grad flacher als beim Grail von 2018 und die Kettenstrebe ist bei dem Rad jetzt ein bisschen länger geworden. Insgesamt ist der Radstand damit um 27 mm länger geworden und das bedeutet für den Fahrer, dass er noch satter auf der Straße bzw. auf dem Gravelpfad unterwegs ist. Wir gehen gleich darauf ein, wie sich das auch im Kurvenverhalten bemerkbar macht. Ich will aber noch ganz kurz darauf eingehen, was es alles für sonstige Neuheiten bei dem Rad zu finden gibt. Das Rad wurde einerseits aerodynamisch optimiert, bedeutet, dass auch der Doppelmoppellenker jetzt an diesem Grail nicht mehr zu finden ist. Canyon hat einen komplett neuen Lenker für dieses Modell entwickelt, der in 3 verschiedenen Variationen erhältlich ist. Man kann ihn entweder mit Aufbauten wie hier der Aerobar oder verschiedenen Computer-Mounts fahren oder man nimmt den ganz normalen Lenker und der führt die Kabel semi-integriert ins Steuerrohr. Das ist einerseits aerodynamisch und andererseits sieht es super clean aus. Hier hinten an der Sattelstütze hatten wir beim 2018er Grail noch die VCLS doppelte Blattfederstützer gefunden. Da ist jetzt eine D-förmige Carbon-Sattelstütze drin, die einerseits leichter ist und andererseits nochmal deutlich besser flext, was für die härteren Untergründe von einem Gravelrad durchaus als auch Sinn macht. Besonders bei dem Rad ist jetzt allerdings, dass die maximale Reifenfreiheit auf 42 mm beschränkt ist. Und das ist für ein Gravelbike jetzt nicht exorbitant viel. Der Fokus von dem Gravelbike ist jetzt nicht darauf ausgelegt, besonders breite Reifen zu fahren, sondern dass man 2 Kettenblätter vorne fährt. Und hier vorne die Kurbel mit 4831 passt problemlos noch rein. Platz wäre sogar noch für ein 50er Kettenblatt. Also da ist ordentlich Punch auch bei höheren Geschwindigkeiten für die Profis noch drin. Und weil oft die Frage kommt, ich bin 1,80 Meter und habe eine Innenbeinlänge von 83 cm, fahre jetzt hier mit M und ihr seht schon, Stack to Reach von dem Rad ist mit 1,44 angegeben. Ich bin in einer moderat sportlichen Sitzposition, also nicht ganz so sportlich wie mit dem Rennrad unterwegs, aber doch für ein Gravelbike durchaus sportlich. Und das Ganze wird nochmal verschärft natürlich, wenn ich mich jetzt in diese Aerobars reinlege.
Preislich geht's human bei 2.699 € los bei diesem CF SL Modell mit GRX 600 und geht dann hoch bis 10.000 €. Unser Testrad hier mit GRX Di2 und CF SL X Carbon kostet 6.999 €. Alle weiteren Ausstattungen und Preise habe ich dir in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn man jetzt so eine Kurve wie hier im Unterlenker fährt, merkt man recht schnell, wie der Double Drop Bar, der jetzt von Canyon so genannt worden ist, arbeitet. Der Double Drop Bar ist eine Antwort auf den Double Decker Bar, der 2018 in dem Grail drin war und für unzählige Memes gesorgt hat. Der Double Drop Bar hier arbeitet aber anders. Er sorgt zwar auch für sehr viel Komfort, ist aber deutlich aerodynamischer als der Double Decker Bar. Der Double Drop Bar hat einen Backsweep von 5 Grad und vorne an den Hoods, die auch nochmal nach vorne gestellt werden, werden die Hoods um 5 Grad eingestellt. Und das führt eben dazu, dass man dann automatisch die Ellbogen näher zum Körper führt und ein bisschen geduckter fährt, was einen in eine aerodynamischere Position bringt. Wenn man dann im Unterlenker fährt, hat man einen Flair von 16 Grad und hier arbeitet der Lenker dann doch enorm. Und ihr seht es, wenn man eine Kurve wie das hier zum Beispiel fährt, dann gibt der Lenker auf jeder Lenkerseite so um die 10-15 mm nach und das führt auch auf langen Strecken dann zu einem sehr, sehr komfortablen Fahrgefühl, was mir wiederum sehr gut gefallen hat. Ich fand auch ziemlich angenehm, dass die Hoods ein bisschen nach vorne gezogen worden sind, denn am Anfang ist das Kurvenfahrverhalten etwas gewöhnungsbedürftig, weil durch den langen Radstand das Rad nicht so verspielt ist und auch mehr Körpergewicht von einem selber aktiv aufs Vorderrad gebracht werden muss, wenn man durch rutschige Kurven oder zum Teil auch nasse Kurven fährt. Die 2-by-Version, also mit 2 Kettenblättern vorne, macht auch am Berg extrem viel Spaß, weil die Gangsprünge hinten halt relativ klein sind. Das heißt, du findest auch an steilen Passagen sehr viele Gänge, die zu deiner Kadenz passen. Außerdem rollt der Schwalbe G1 RS auf der Straße fast so gut wie ein Rennradreifen. Und damit geht es dann mühelos mit dem Gesamtgewicht von 8,5 Kilo hier zum Schloss Elmau hoch. Na gut, ein bisschen kommt man trotzdem ins Schnaufen. Aber es wäre schade, wenn nicht. Das Grail ist, wie man es von Canyon kennt, in 8 Größen erhältlich, von 2XS bis 2XL. Und damit sollte das Rad allen passen, die zwischen 1,56 m und 2,4 m Körpergröße liegen. Und bei einem Rad, das so gespickt ist mit Highlights, denkst du, es gibt keine weiteren Highlights mehr, aber da hast du dich getäuscht. Ein Highlight, nein sogar 2 Highlights habe ich noch für dich und die zeige ich dir jetzt. Zum einen hat sich Canyon hier nochmal richtig was einfallen lassen, was die Tasche angeht. Das ist ein sogenannter Quick Loader. Bedeutet, den kannst du mit einem Handgriff per Magnet sichern und wieder entnehmen. Und das Ganze passt genau in das vordere, in den vorderen Teil von dem Rahmendreieck. Sorgt nicht nur dafür, dass ein paar Essentials relativ gut während der Fahrt auch durch diesen Reißverschluss zugänglich sind. Ist nicht unbedingt wasserdicht, aber schnell dran, schnell wieder weg. Aber Canyon gibt es sogar an, dass mit dieser Tasche im Rahmen die Luftverwirbelungen minimiert werden und dadurch das Rad nochmal aerodynamischer wird, was sich eine Wattersparnis von 1,5 Watt bei einer Geschwindigkeit von 45 km/h anscheinend zeigen soll. Und wenn du mal ohne Tasche fahren willst, dann hast du halt hier noch diese Magneten drin, die du auch wieder ganz einfach rausdrehen kannst, wenn du es nicht mehr nutzt. Das zweite Highlight, was ich euch zeigen will, verbirgt sich hier drin. Und unter dieser Fernbedienungsabdeckung verbirgt sich jetzt nicht nur ein Multitool und eine kleine Luftpumpe, sondern ähnlich wie beim Endurace schon gesehen, ein kompletter Werkzeugsocken oder ein Socken mit ganz viel Werkzeug, der gespickt ist mit allerlei nützlichen kleinen Tools, wie zum Beispiel hier ein Schlauch, CO2-Kartusche, Reifenheber und einen Bittaufsatz. Alles, was man so brauchen kann, wenn man mal in eine ernsthafte Panne gerät. Da das beim Endurace aber schon richtig kontrovers diskutiert worden ist und es anscheinend viele Leute gibt, die sich an so einer Klappe und auch dem dazugehörigen Tools im Rahmen stören. Die seien erleichtert. Es gibt auch den
Grail-Rahmen ohne Klappe. Zwar nicht in der Top-Version hier mit dem SLX Carbon, sondern die Version mit dem etwas schwereren und nicht ganz so steifen Carbon. Die SL-Varianten sind zwar um einiges günstiger, haben aber diese Klappe und damit auch diese ganzen Inserts und die Möglichkeiten, alles zu verstauen, nicht. Das kann jetzt für den einen oder anderen Vorteil und für den anderen vielleicht Nachteil sein. Und wo fühlt sich das Rad jetzt besonders wohl und wo möchte es auch gefahren werden? Ich glaube, all jene, die ihr Gravelbike ähnlich wie ein Rennrad schnell über Waldpisten prügeln wollen, die werden das Grail lieben. All jene, die eher einen Mountainbike-Ersatz oder Äquivalent suchen, sollten vielleicht am Grail vorbeischauen und dann doch eher zu den Grizzles dieser Gravel-Welt gucken. Für mich war das ein ganz besonderes Bike. Ich fand, es war ein ungemein schnelles Bike, wenn auch nicht immer super leicht zu kontrollierendes Rad. Dieses Rad lässt einen vom ersten Moment an schneller fahren, als man es eigentlich vorhatte. Zumindest war meine Durchschnittsgeschwindigkeit mit dem Rad immer deutlich höher als mit den meisten anderen Gravelbikes. Auch auf der Straße, fand ich, hat dieses Rad eine saugute Figur gemacht. Für mich ganz spannend jetzt bei dem Test waren meine ersten Gehversuche mit einem Aerobar. Ich bin noch nie ein Aerobar gefahren, weder an einem Triathlonrad, noch an einem Rennrad, noch an irgendeinem Gravelbike natürlich. Und das macht schon verdammt viel Spaß. Da holt man nochmal lockere 5 km/h auf der Ebene raus und auch auf so einem Schotter wie hier zum Beispiel lässt es sich ganz gut im Aerobar fahren. Das Tolle ist, du kannst nicht nur eine aerodynamische Position einnehmen, sondern auch mit den Ellbogen so einen Gegendruck aufbauen, der dann insgesamt dazu führt, dass du mehr Druck aufs Pedal bekommst und einfach schneller unterwegs bist. Das Rad selbst funktioniert aber meiner Meinung nach auch ohne Aerobar ziemlich gut und auch für viele Profis gibt es Lösungen, die jetzt beispielsweise Rennen fahren, wo sie diese Aerobars nicht nutzen dürfen. Ein Highlight war für mich auch im Test, wie gut die Schwalbe G1 RS Reifen mit 40 mm auf den Felgen performt haben. Und das Wichtigste, wie klingt der ganze Spaß eigentlich? Schon nice. Die Felgen sind DT Swiss GRC 1400 mit einer Felgeninnenmaulweite von 24 mm. Also relativ breit für einen relativ, nicht dünnen, aber normalen Reifen. Und dadurch baut der 40 mm Reifen ziemlich breit auf und die Auflagefläche wird deutlich breiter und damit kommt auch dieser relativ profillose Mittelteil ziemlich gut auch bei Nässe und bei etwas rutschigerem Schotter zum Einsatz. Wenn es dann aber wirklich richtig nass wird, dann ist der Reifen dann schnell auch an seiner Grenze und den würde ich dann durch einen grobstolligeren austauschen. Und die eingangs gestellte Frage war ja, schafft es das Grail, dieses ikonische 2018er Modell vom Thron zu stoßen und wird das 2023er Grail genauso erfolgreich werden? Und ich glaube schon. Zum einen, weil es noch ein Ticken schöner ist, es hat nicht mehr diesen Doppelmoppellenker und wem dieser Aero-Aufbau hier vorne zu sperrig ist, der verzichtet ganz einfach drauf. Außerdem gibt es so viele Accessoires, die so vielen verschiedenen Einsatzzwecken und damit auch Einsatztypen gefallen könnten und das gefällt vor allem den schnellen Gravelbikern. Mich würde noch interessieren, wie eure Meinung zu dem Rad ist. Lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Vielen Dank an Canyon fürs Stellen von dem Rad und vielen Dank an Holger fürs Filmen von dem Ganzen. Und wenn du dich für weitere Tests wie den hier interessierst, würde ich mich freuen, wenn du dabei bleibst oder das Video hier oben anschaust, wo wir das Canyon Endurace getestet haben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Ciao.